Einen wundervollen guten Tag, herzlich willkommen zurück zu Dart und Flutter, heute mit einer Animation, wow! Und ja, wir wollen heute nicht verschiedene Pages ineinander überleiten lassen, sondern ich habe hier tatsächlich nochmal die Demo-Homepage genommen, die wir ja schon mehrfach uns angeguckt haben. Und wir wollen hier einen animierten Box-Decoration-Container reinpacken. Und das kann man zum Beispiel als Button benutzen und so weiter und so fort. Und natürlich braucht man das gelegentlich mal, um mal irgendwelche coolen Sachen zu machen, die man eben animieren möchte. Dazu brauchen wir allerdings Folgendes. Und zwar, wir brauchen natürlich mal wieder unser Stateless-Widget, das wiederum ein Stateful-Widget enthält, das wiederum einen State enthält. Und deswegen habe ich mir gedacht, Mensch, dazu ist doch die normale Standard-App perfekt. So, jetzt brauchen wir allerdings hier einen großen Unterschied, und zwar, wir brauchen im Body nicht einfach nur einen Text, weil diesen Text zu animieren wäre irgendwie ein bisschen langweilig, sondern wir schreiben den Body uns ein bisschen um. Und zwar das Child Column hier, das machen wir raus. Wir machen was anderes rein, und zwar einen sogenannten Animated Container. Und ihr seht übrigens hier, Animated kann man noch relativ viel machen. Also wir haben hier auch zum Beispiel eine animierte Liste und so weiter und so fort. Dazu würde ich tatsächlich entweder vorschlagen, ihr schreibt mir, wenn ihr dazu noch ein Video haben wollt, oder aber ihr guckt einfach in die Dokumentation und guckt mal, ob ihr es soweit versteht. Okay, also ein animierter Container. Was ist denn ein animierter Container? Nun, der soll im Endeffekt das, was drin ist, also das Child-Element, was drin ist, soll der bitte animieren. Und dazu muss man natürlich einige Ideen reinpacken. Und naja, man muss auch nicht unbedingt ein Child in dem Sinne reinpacken. Es heißt hier ein bisschen anders. Und zwar, wir sehen hier, wir brauchen zum Beispiel add_required_argument_duration. Das ist Voraussetzung hierfür, um zu sagen, wie lange denn eigentlich unsere Animation gehen soll. Aber das ist noch lange nicht alles, was wir hier brauchen. Wir brauchen zunächst einmal die Größe von unserem Container. Und die wollen wir in diesem Fall animieren. Das bedeutet, wir sagen hier width ist gleich Bodenstrich width. Die schreiben wir uns gleich nachher noch als einen Wert rein. Und wir sagen hier auch die Höhe, die existiert ebenfalls als Parameter. Und die beiden wollen wir animieren. Ihr könnt natürlich hier animieren, was ihr wollt, das ist klar. Lasst uns vielleicht doch zusätzlich noch hier eine Decoration reinpacken. Und zwar eine Box Decoration, die wir hier auch noch animieren wollen. Das heißt, wir sagen hier, wir wollen zum Beispiel die Farbe animieren. Color ist ein Bodenstrich Color. Und wir wollen zum Beispiel auch den Border-Radius animieren oder die Border an sich animieren. Ihr könnt hier reinpacken, was auch immer ihr haben wollt. Bodenstrich Border-Radius. Radius. So, und das sind alles jetzt 4 Sachen, die wir animieren können. Oder ja, wir können alles animieren, was wir wollen. Alles, was eben als Wert gespeichert ist, können wir hier animieren. Das wird auch automatisch in unserem Animated Container für uns animiert. Jetzt brauchen wir hier natürlich allerdings noch dieses Required Argument, diese Duration, von der vorhin die Rede war, weswegen hier ein Fehler angezeigt wurde. Und zwar, was brauchen wir als Duration? Nun, eine Duration muss eine Duration sein. Wer hätte das gedacht? Allerdings gibt es für Duration auch hier wieder ein Standard, eine normale Klasse, die man braucht und nutzen muss. Und wir sehen hier, wir haben die Möglichkeit, Tage, Stunden, Mikrosekunden, Millisekunden, Minutes und Sekunden anzugeben. Ja, ich würde normalerweise hier empfehlen, dass man zum Beispiel Sekunden auf 2 setzt oder auf 1 oder sogar in kürzere Zeiten geht. So kann man steuern, wie lange die Animation dauern soll, aber vielleicht nicht Tage oder Stunden. Das ist meistens nicht in unserem Interesse. Was wir außerdem noch angeben, und das haben wir im letzten Video gelernt, was Animationen angeht, wir können eine Kurve angeben, eine Curve. Und sagen hier, was wir haben wollen. Curves, Punkt. Und jetzt können wir hier uns aussuchen, welche dieser Animationsarten wir haben wollen. Das heißt, wie die Sachen ineinander überblendet werden. Wir haben letztes Mal mit Ease In gearbeitet und mit Bounce In and Out. Ich würde vorschlagen, wir starten wieder mit Ease. Denn ja, ich mag diese Animation eigentlich ganz gerne. Aber ihr könnt natürlich euch selber überlegen, was ihr haben wollt. So, jetzt ist natürlich die große Preisfrage, wie genau animieren wir das Ding? Und dazu brauchen wir natürlich erstmal hier in unserem State bzw. in unserer Klasse einige Variablen, die wir hier unten verwendet haben. Und zwar einmal natürlich die Double. Wir fangen einfach oben an, also die Dinger, die hier rot unterkringelt sind, die wir animieren wollen, die müssen wir hier definieren. Double Width. Am Anfang ist das vielleicht, sagen wir einfach mal 100 dazu. Dann haben wir im Endeffekt genau dasselbe nochmal für die Höhe, Bodenstrich Height. Und dann haben wir die Color, Bodenstrich Color. Die soll bitte auf Colors. Was haben wir?
Das wird mir wieder mal nicht richtig vorgeschlagen, ne? Schade. Colors. Wird mir immer noch nicht vorgeschlagen. Okay, dann nehmen wir hier einfach mal Colors.black am Anfang. Und dann wollen wir wir wollen ja auch noch den Border-Radius animieren. Was ist denn der Border-Radius? Wenn ihr euch beim Typen nicht ganz sicher seid, dann geht ihr einfach auf More Actions und dann sagen wir hier, wir createn das Field Border-Radius. Und wir sehen hier, okay, das wird mir direkt als var definiert. Das kann ich so durchaus stehen lassen, wenn ich das möchte. Aber es gibt auch tatsächlich eine eigene Klasse dafür. Ich dachte, das macht das jetzt automatisch. Und zwar Border-Radius Geometry. Das ist quasi für euren Border-Radius das, was ihr hier unten einsetzen könnt. Ihr könnt noch ein paar andere Werte einsetzen, aber in unserem Fall macht, glaube ich, das am meisten Sinn. Und zwar kriegen wir das über Border-Radius.nicht all, sondern, doch, warum eigentlich nicht all? Warum denn eigentlich nicht all? Und zwar sagen wir hier, wie viel Pixel wollen wir? 16, damit man auch gut was sehen kann. Das Problem, warum ich eigentlich nicht all verwenden wollte, ist natürlich hier, wir brauchen hier einen Radius dann, also einen Typen vom verdammt, das seht ihr jetzt gerade nicht, es ist leider abgetrennt. Und zwar brauchen wir einen Parameter vom Typ Radius. Und wir nehmen jetzt hier einfach mal was anderes. Schauen wir mal, was wir hier noch haben. Und zwar sehen wir hier, Circular benutzt zum Beispiel einen Double. Dann haben wir hier Only, wir haben Horizontal, wir haben Vertical. Aber Circular benutzt eben diesen Double-Radius, den wir hier einfacher setzen können. Das ist für uns einfach unkomplizierter gerade. Okay, jetzt schauen wir uns das Ganze mal kurz an, wie es denn aktuell eigentlich aussieht. Also aktuell ist ja noch nichts irgendwie animiert oder sowas. Aber wir sehen hier ein schwarzes Viereck mit abgeflachten Kanten mitten in unserem Feld. Wunderbar. Und jetzt wollen wir diese 4 Dinge hier animieren. Und zwar natürlich, wenn wir auf unseren FAB-Button klicken. Der FAB-Button hat aktuell hier einfach nur das Increment und er soll auch On-Pressed Increment Counter durchführen. Ich sage jetzt hier einfach mal Do Animation zu diesem Teil und dann landen wir hier automatisch bei Do Animation in dieser Funktion. Und hier ist es nichts weiter nötig, als dass wir hier eben diesen State eben setzen, so wie wir es hier unten auch gemacht haben, beziehungsweise so wie wir es auch mit dem Counter gemacht haben, nur dass wir den Counter jetzt eben nicht mehr verändern, sondern irgendwas anderes. Und das heißt, was machen wir hier? Nun, wir wollen zum Beispiel einfach mal ein wenig Zufall reinnehmen. Und das ist jetzt tatsächlich etwas, was man häufiger mal braucht. Zufall wird normalerweise nicht nur hierfür verwendet, sondern in vielen Fällen. Kommt auf eure App drauf an, ob das für euch Sinn macht. Und zwar sagen wir hier Final Random ist gleich Random. Ihr müsst erstmal den Zufallsgenerator instanzieren, damit ihr ihn verwenden könnt. Okay, Random ist natürlich nicht standardmäßig dabei. Das heißt, wir müssen hier tatsächlich das Ganze importieren und zwar aus Mathe. Und ihr seht, hier oben wird mir dann Dart. Oder Doppelpunkt Math importiert und da ist alle möglichen Mathe-Kram dabei. Das heißt, ihr könnt hier gerne mal noch reingucken, was ihr noch so findet. Okay, das ist viel zu viel. Aber ihr könnt dann auch sowas wie Sinus oder Cosinus oder sowas darüber machen. Das könnt ihr alles über Mathe machen. So, jetzt, was wollen wir haben? Wir wollen hier als allererstes mal, mit was haben wir denn angefangen? Mit der Breite fangen wir an, wie eben hier auch. Wir gehen von oben nach unten durch und die wollen wir einfach zufällig animieren. Das heißt, wir sagen hier Bodenstrich-Width. Okay, das ist unser erster Parameter, der soll bitte animiert werden auf random.nextDouble, weil es ist ja ein Double. Okay, super. Wenn wir jetzt hier drüber hovern, über unsere Funktion, sehen wir gleich, Achtung, hier steht generates a non-negative random floating point value uniformly distributed in range from, Achtung, das ist leider abgeschnitten, from 0,0 inclusive to 1,0 exclusive. Das heißt, hier kann jeder Wert generiert werden, der zwischen 0 und 1 liegt, allerdings 0 inklusive, also 0,0 als Double eingeschlossen, aber 1,0 ist ausgeschlossen. Das heißt, der höchste Wert ist 0,9999999999999. Und ja, das ist natürlich viel zu wenig. Also hier haben wir quasi keinen Spielraum. Deswegen sagen wir hier einfach mal, zum Beispiel mal, wie groß ist unsere Umgebung denn ungefähr? Sagen wir mal 250, okay? Damit bekommen wir einen Double-Wert innerhalb von 0,0 bis exklusive 250, weil eben 1,0 ist ja niemals in Next Double drin. Okay, nächstes ist einfach Bodenstrich Height. Da machen wir genau dasselbe. Die Höhe kann man genau gleich animieren. Und ja, das nächste ist natürlich jetzt eine Farbe. Und die Farbe zu animieren ist vielleicht nicht ganz so trivial, wie wir das jetzt vielleicht in der Breite und der Höhe gesehen haben. Das heißt, Bodenstrich Color wollen wir aber auch trotzdem animieren. Und das geht. Wir können hier alle Werte animieren, mehr oder weniger. Das heißt, wir sagen hier, wir setzen Color auf was anderes, und zwar Color.fromRGBO. Da haben wir
Rot, Grün, Blau, Opacity. Ihr könnt auch ARGB haben, das wäre dann auch mit einem A-Wert vorne dran und dann eben auch RGB. Oder ihr könnt hier tatsächlich Alpha Blend benutzen, also dass ihr zwei Farben übereinander legt mit einem Alpha-Wert darin. Und dann könnt ihr quasi alle möglichen Farben auch noch mischen. Oder ihr könnt eben, ja gut, das brauchen wir nicht zum eine Farbe generieren. Wir nehmen hier RGBO und hier sagen wir, wir wollen ebenfalls diese Werte animiert haben. Okay, wie wollen wir diese Werte animiert haben? Nun, unser Rotwert soll natürlich, weil der Rotwert immer zwischen 0 und 255 liegt, jeweils eingeschlossen. Also 0 wäre komplett kein Rot und 255 wäre komplett alles Rot, was geht. Und wenn man alles auf 255 setzt, übrigens bekommt man Weiß. Wenn man alles auf 0 setzt, bekommt man Schwarz. Das ist so ein bisschen das Basic-Set der Farben. Und mit R und G und B könnt ihr quasi alles miteinander mischen. RGB übrigens deswegen, weil wir hier nicht mischen, wie man mit Wasserfarben zum Beispiel mischen, also nicht additiv, sondern subtraktiv mischen. Also wir schalten quasi einzelne Elemente in eurem Bildschirm aus. Deswegen hier übrigens das G für grün, falls ihr es noch nicht wusstet. So, okay, also sagen wir hier einfach mal random.nextInt. Das ist genau dasselbe wie NextDouble, nur dass wir hier eben ein Int bekommen. Und hier können wir ein Maximum angeben, was wir beim Double nicht gemacht haben. Und zwar können wir hier einfach sagen, wir geben als Maximum 256 an. Damit ist 256 exklusive. Das heißt, die höchste Zahl, dadurch, dass es eine Ganzzahl sein muss, weil es ein NextInt ist, haben wir als 255 definiert. Also die höchste Zahl ist 255 und das ist ja genau das, was wir haben wollten. So, und das machen wir mit Grün und Blau natürlich genauso. Und die Opacity, die setzen wir einfach konstant auf 1. Dann haben wir quasi keine Durchsichtigkeit. Wobei wir die auch tatsächlich als random. Achso, wobei, vielleicht ist es noch interessant, die Opacity, wie wir hier sehen können, ist ein Double. Das heißt, die geben wir zwischen 0 und 1 an. Also können wir hier auch tatsächlich ein random.nextDouble sagen, die dann unsere Opacity angibt und definiert, wie durchsichtig jetzt eigentlich unsere Farbe ist. So, und der letzte Wert, den wir noch animieren wollen, ist natürlich der Border-Radius. Border-Radius setzen wir einfach auf Border-Radius. Nicht Zero, sondern Circular. Und hier rein können wir dann einfach unseren random.next, ist auch ein Double, ne? Aber wir können hier auch ein Int reinpacken und dann einfach sagen, unsere Border kann maximal 50 Pixel breit sein. So. Achso, ja genau. Und das müssen wir natürlich noch in Double konvertieren. To Double, damit wir hier das Ganze auch verwenden können. So, perfekt. Und damit haben wir eigentlich schon unsere Animation soweit abgeschlossen. Jetzt starten wir das ganze Ding mal und wir sehen, wir haben einen schwarzen Button mit einem Floating Point Button hier unten. Wenn ich jetzt hier draufklicke, dann sehen wir hier, das Ganze wird innerhalb von 2 Sekunden auf eine neue Farbe und auf eine neue Größe und auf eine neue Kante gelegt. Ihr seht hier, die Kanten sind nicht mehr so abgeflacht, wie wir es gerade bei unserem schwarzen Ding in der Mitte hatten, weil wir hier eben 16 Punkt gesagt haben. Hier sagen wir maximal 50 Punkt, aber eben nur maximal 50 Punkte. Jetzt haben wir gerade offensichtlich was Kleineres hier gewürfelt. So, machen wir das Ganze nochmal. Wir sehen hier, jetzt haben wir einen größeren Wert für die Kanten gewürfelt, allerdings einen kleineren Wert für die Breite und einen mäßig hohen Wert für die Höhe und eben auch ein paar Farbwerte. Und wir sehen, also die können wir jetzt quasi alle ineinander umgehen lassen. Ja, und das ist eigentlich so ziemlich alles, also was ihr wissen müsst, um euch hier irgendwie diese Animationen anzeigen zu lassen. Sieht eigentlich ziemlich cool aus, wenn man das so macht. Und wir sehen hier auch übrigens, es fängt mäßig schnell an, wird dann schneller und dann wird es wieder langsamer. Das ist dieses Ease-In, das ist diese Animationskurve. Die könnt ihr natürlich auch noch ändern, wenn ihr das wollt, indem ihr hier eben zum Beispiel, ja, was können wir denn hier Verrücktes machen? Linear ist ziemlich langweilig, dann ist einfach alles gleich animiert. Was machen wir? Sagen wir hier einfach mal, nehmen wir doch einfach mal was Aggressives, sowas wie Bounce Out oder sowas. So, dann sieht man das auch, wenn man hier die Duration als 2 Sekunden angibt, wie das aussieht. So, wir sehen hier Blob, Bob. Und jetzt ist es da. Und Bub, Bub. So, das ist quasi die Animation, die immer wieder zurückbounced und dann wieder das Neue nimmt. Also sogar die Farbe bounced zurück auf den alten Wert, wie wir sehen können. Das ist doch eigentlich ziemlich cool. Und je nachdem, wie stark eben die Animation war, ist auch der Bounce höher. Und jetzt haben wir gerade was offensichtlich Hohes für die Opacity gewürfelt. Ja, bumm.
Und damit haben wir eigentlich so ziemlich alles. Also die ist eigentlich auch ziemlich cool, diese Animation, je nachdem, was ihr eben haben wollt. Wenn ihr zum Beispiel auch nur die Breite animieren wollt, dann schreibt ihr halt einfach einen festen Wert für die Höhe rein. Das könnt ihr durchaus machen. Und damit seid ihr eigentlich super flexibel. Ihr könnt hier wirklich alles animieren, was man irgendwie animieren eben kann. Am besten irgendwas mit Zahlen, dann ist es am besten animierbar. Also sowas wie Color lässt sich ja auch über die Zahlen animieren, genauso wie eben der Radius. Okay, und wenn euch jetzt noch etwas gefehlt hat in dieser bisherigen Reihe, dann dürft ihr mir das sehr, sehr gerne schreiben, sehr, sehr gerne sagen. Und ja, dann werde ich natürlich einzelne Videos nachreichen. Ich denke aber, dass ich mit den Tools, die ich euch vorgestellt habe, euch wertvolle Mittel und Möglichkeiten gegeben habe, um hier eure eigene App zu schreiben. Ich denke, wir sind schon sehr weit vorgedrungen in die Möglichkeiten, die wir hier hatten. Was wir noch nicht gemacht haben, war eine komplette App zu schreiben und die dann zu deployen, auch in App Store. Und das würde ich gerne irgendwann in naher Zukunft nachreichen. Allerdings bitte gebe ich zu beachten, dass das natürlich auch davon abhängig ist, wie ich gerade, naja, wie das Projekt gerade bei mir reinpasst. Es muss natürlich zu meinen anderen Projekten passen, die ich gerade neben dem, was ihr hier mitbekommt, eigentlich noch mache. Das heißt, je nachdem, wann ihr dieses Video seht, ist vielleicht schon mehr draußen, aber ansonsten schreibt mir gerne, wenn ihr noch einzelne Videos wollt. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.